Ja, Martin, grüß dich. Schön, dass du die Zeit nimmst für uns. Ich glaube, du weißt, um was das geht. Ja, und jetzt wollten wir dich fragen, ob du da ein bisschen, ob wir da ein bisschen ratschen können, weil es ist ja doch schon wieder 15 Jahre her, das Ganze. Und der Tommaso sich die Aufgabe gemacht hat, da zum 15. Todestag am 10. Juli ähm, eine Dokumentation, Film zu machen. Und ich habe gesagt, gut, ich habe halt ein paar Kontakte und ich helfe ihm dabei. Und ja, und da ja wir sehr gut befreundet sind, bist du auch einer von den Ersten, wo wir uns halt jetzt zusammenhocken und ein bisschen ratschen. Genau. Ja, also, vielen Dank erstmal für die Ehre, dass ich da mitwirken darf. Leute, die mich vielleicht noch nicht kennen, aber gerne stelle ich mich vor. Martin Griesam, auch Bergrennfahrer im ADAC Südbayern oder als Südbayer. Natürlich eine große Schnittmenge mit dem Georg Blaser. War in der ähnlichen Zeit aktiv. Georg Blaser ein bisschen länger. Ich habe ja dann 2005 letztendlich dann meine Rennsportkarriere oder meine Rennsporteinsätze unterbrochen. Georg ist dann immer noch gefahren. Ich habe ihn dann auch noch ein paar Mal besucht, speziell in Italien. Das hat immer ganz gut gepasst, auch mit dem Urlaub in Verbindung. Ich selber bin 87 zum Bergrennen gekommen. In Südbayern war damals immer noch Bergrennen eine großartige Szene für den Einstieg im Motorsport nach dem Slalom. Da waren noch genügend Rennen da. Da waren in Südbayern auch noch genügend Aktive da, die einem geholfen haben. Wir werden jetzt danach noch ein paar Namen nennen. Und wir hatten eben ein Auto, so wie es hier auch steht, so ein URD, damals als 1600er. Da hatten wir praktisch die Möglichkeit, über Freunde zu kaufen, aus dem südbayerischen Raum, lustigerweise auch vom Tegernsee weg. Ja, deswegen auch immer wieder diese Nähe zu Georg Blaser, George Blaser, wie wir ihn genannt haben, zu bekommen. Den haben wir dann restauriert, wieder mit einem Aktiven zusammen, Werner Reiter, auch ein Holzkirchner, also auch relativ nah an Georg gewohnt. Und so war mein Einstieg eben in den Rennsport. Weiß, man hat dann mit diesen Sportprototypen, hat es da keine andere Meisterschaft gegeben. Es hat geheißen, du musst dann Bergrennen fahren. Das war für mich als junger Kerl natürlich sowieso eine tolle Sache, überhaupt Rennen zu fahren. Und ob ich Rundstrecke fahre oder Bergrennen, das hat man sich damals gar nicht überlegt, man ist da so reingerutscht. Und ich habe erst letztlich eben, weil ich jetzt mal geschaut habe, wann das alles begonnen hat, eben nachgeschaut, wie hat das, wann bin ich da überhaupt reingekommen? Das war eben 87. 87 bin ich schon 4 Bergrennen gefahren und alle relativ regional nah. Auerberg, Ilztal, also Hutturm. Dann muss dabei gewesen sein, ganz klar noch Eurohill als das nördlichste Rennen von uns aus gesehen und Samerberg. Genau. Und das war ja nur mal so zum Eingrufen, die Materie kennenlernen, das Auto kennenlernen, die Technik zu beherrschen und so weiter. Wir hatten damals auch einen Vierzylinder BMW-Motor, ein Zweiventiler eben noch von dem Hans Reit bekommen, ein 1600er. Da hat es eben noch eine Klasse gegeben. Mein Vater fand das vom Leistungspotenzial noch ausreichend. Wir brauchen da keinen 2 Liter oder einen Vierventiler oder sonst was die anderen Kollegen gefahren haben, sondern zum Anfangen der 1600er Zweiventiler. Und da war durch meine Clubkollegen Erich Oeppinger und eben durch diese Münchner Mafia, die es da gegeben hat, mit alle 02er, alles BMW 02, in Dortmund und Rüsselsheim sind es Kadett gefahren und bei uns ist man halt BMW 02 gefahren und halt auch immer diesen Zweiventiler. Und da hat es dann genügend Teile gegeben, genügend Leute, die uns da unterstützt haben, uns da einen schönen Motor zusammengebaut haben. Allen voran natürlich Erich Oeppinger. Und da schließt sich jetzt so langsam der Kreis zu George Blaser. Erich Oeppinger war dann, wie Georg Blaser an den Bergrennen immer besser oder immer stärker, immer erfolgreicher geworden ist, das war dann schon das Duell, das war dann schon der Endgegner. Ja, Ja. und richtig offensichtlich wurde es dann, wo wir dann angefangen haben, für mich war es wahrscheinlich Saisonanfang,
Wallberg 88, ja, das letzte Wallbergrennen. 88 war letztes Mal Das letzte Wallbergrennen, und das war schon was Tolles damals, ja. Also das hatte schon Tradition, da war der Auflauf, da war Presse da, da war Franz Josef Strauß war da, unser Ministerpräsident. Und wie gesagt, mein Clubkollege Erich Oeppinger, der Hauptkonkurrent im Vierventiler gegen ihn, der hat einen Formel 2 gehabt, und Georg Blaser eben dann schon mit dem Zylinderkopf vom M3, eben in derselben Klasse, 2 Liter Gruppe H, und das war das Duell und so. Und man hat sich halt im Fahrerlager getroffen, man hat sich ausgetauscht, und ich war damals ja ein Stück weit jünger, aber mir war da schon bewusst, der Georg Blaser, das war schon ein findiger Kerl. Wir werden vielleicht nachher noch darauf zu sprechen kommen. Er kam ja aus der Rallye-Szene. Es war ganz klar, der Mann will mehr. Der Mann sucht immer die letzten Ecken aus. Der tüftelt praktisch, der geht an die Grenze. Und der 02er war jetzt mit Sicherheit dann schon nicht mehr ganz so das aktuellste Auto. Auch da werden wir irgendwann einmal, denke ich mal, die Brücke schlagen zu den anderen Autos. Und genau, und so war das dann schon auch der Kontakt, und Blaser hat mich dann auch natürlich aufgenommen. Da waren wir alle die Südbayern, wir waren halt so zusammengesessen, da hat sich getroffen im Fahrerlager Helmut Meyer. Ja, Helmut Meyer, wie sie alle heißen, Egenolf hat es dann noch gegeben in der 02er-Clique. Natürlich, Alfred Hilger. Ja, hoffentlich sind Sie mir nicht böse, wenn ich da den einen oder anderen vergesse gerade. Aber nichtsdestotrotz, das war da dieser ultimative Kampf, würde man heute sagen, in der 2-Liter-Klasse. Und die zwei, Oeppinger und Blaser, hatten ja auch immer den Anspruch, den Tourenwagen-Sieg zu fahren. Ja, es hat ja dann noch über 2 Liter gegeben. Und wir haben ja vorhin gesprochen, Klaus Böhm, Aus Böhm, ja. im Opel Manta 400. Das war dann natürlich, das war dann schon diese Dreierkonstellation. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt noch einen anderen finde, gerade was so Ende 80er Jahre angeht. Das war dann schon. Ja, vor allem jetzt, Gell? Also das das sind nur, waren so die drei. sind dann nur sporadisch. Sporadisch sind je nach Region bei der deutschen Meisterschaft mal andere aufgetreten. Aber die drei, das waren schon die wie man so schön sagt, die Protagonisten dort. Ja. Wenn das aus meiner Sicht, wie gesagt, ich 21 Jahre, 88, genau, also das war für mich Reizüberflutung, würde ich sagen. Ja? Und hatte genug damit zu tun, die Technik von dem Sportprototypen in den Griff zu bekommen, mit Getriebe übersetzen, ein bisschen Fahrwerk zu machen und so. Aber beim Georg Blaser hat man immer offenes Ohr gehabt. Wie gesagt, er war von Haus aus professionell eingestellt, später ja sowieso, es war sein Beruf, und hatte immer ein offenes Ohr. Ich kann nur erzählen, auch ein super Lager. Also das war wirklich toll, wenn du daheim gekommen bist. Wir haben vorhin mal auch schon drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ja, ich brauche da Fahrwerk für meinen Golf 2. Und dann sagt der Blaser, ja, kommst dann und dann abends vorbei. Da hat er die Garage aufgemacht. Das war wie bei Sachs und Eibach, Federn und Stoßdämpfer. Und da hat der da hinten rausgelangt, der hätte alles da gehabt. Ja. Und hat mir dann noch Tipps gegeben, du nimm die 15 Zoll, also wie gesagt, ein ganz findiger Kerl. Da hat er gesagt, auf dem Golf, wenn du jetzt das Fahrwerk drin hast, dann nimmst du jetzt noch die 15 Zoll Blechfelgen vom Passat. Da hat es ein bisschen breitere gegeben. Sagt er, da tust die und die Reifen drauf und da wirst du sehen. Und es war so. Das war ein Golf Diesel. Ich glaube, ich habe ab dem Zeitpunkt im 4. Gang auf der Landstraße jede Kurve vollfahren können. Also er war da brutal ideenreich, auch mit kleinen Mitteln. Und später hat er ja dann das wirklich technisch auf allerhöchstem Niveau gebracht. Ja. Wenn ich dann später denke, Ende der 90er Jahre, da ist er schon Georg Blaser, E36, dann hat er ja Komponenten schon gebraucht, die richtig Full-Ways waren. Sagt er, Martin,
wir waren ja in verschiedenen Ausschüssen auch gesessen beim ADAC Südbayern und so. Und sagt er plötzlich zu mir, Martin, du, wir müssen Anfang des Jahres, ich war da schon mal, fahr da mit, Birmingham, wir müssen zur Motorsport Convention Birmingham, das ist der Center. Da waren alle Formel-1-Teams da. Da hast du, die Jaguars sind damals gefahren und so, da hast du diese Technik wirklich ganz genau gesehen und da waren die Zulieferer da, die ganze englische Zulieferindustrie. Alukühler und Ding, was sonst du irgendwo hättest machen lassen, das hast du dort praktisch aus dem Regal kaufen können. Gell? Und da war auch Georg Blaser der Erste. Dann hat es so Fachjournale gegeben auf Englisch. Da hat er plötzlich Englisch gelernt. Gell? Also er war ja ein ganz einfacher Kerle, wenn man ganz zurückblickt. Ja? Und da hat er sich so reingesteigert und das wirklich so angenommen alles. Also es ist Wahnsinn. Und das hat man ja auch dann später gesehen, international, Europameisterschaft, wo er dann gefahren ist. Und auch Italien und so. Und er hat Italienisch gelernt, er hat da unten gewohnt. Also wenn der was gemacht hat, ist es immer, ich würde nicht sagen ausgeufert, das hätte jetzt einen negativen Touch, sondern das hat er richtig gut gemacht. Und mit aller Konsequenz, so muss man es eigentlich sagen. Und es war für mich schon beachtlich. Ich habe ja bei der Firma BMW gearbeitet, habe da gutes Geld verdient. Da vielleicht auch dazu sagen, dass ich ein ganz gutes Elternhaus hatte, die mir die Rennerei unterstützt haben. Ich musste damit kein Geld verdienen. Ich habe es ja eher ausgegeben. Und so war ich eher mal phlegmatisch. Das hat mein Vater auch zu mir gesagt. Du könntest da mehr draus machen. Du könntest, ja. Mein Battle war Faustmann, Stenger, Fendrich, ja. Und ich habe es nicht immer geschafft, ganz klar. Mich wundert immer noch, dass ich die Meisterschaft um den einen oder anderen Punkt war das nur noch gegen Fink dort wir es verloren haben. Wobei ich natürlich den Rainer sehr schätze, auch heute noch. Hat auch Arthur Seller bei uns gekauft. Da kann ich nicht so böse sein. Nee, genau, so war das mit dem Georg. Und Georg kam ja über die Rallye-Szene raus, über Beifahren. Ein junger Kerle, hat alles dafür gegeben. Ich glaube, Erich Oeppinger hat uns das auch erzählt. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal nachfragen. Er hat ja wirklich gelernt, Kfz-Mechaniker, hat das letzte Geld, er hat ja eine Seifenkistel schon gebaut. Ja, dann hat er da dieses Goku-Mobil, wie sie das genannt hat, das war dann bei der Krieger Racing schon ausgestellt worden ist. Das hat er auch selber gebaut in ganz jungen Jahren. Und und so ist er dann, wie du sagst, als Beifahrer ist er da in diese Szene dann reingekommen. Genau. Und wie gesagt, wirklich nach oben streben, immer schauen und wirklich im positiven Sinn. War ja manchmal ein strittiger Kerl, aber im Grunde genommen natürlich ein Pro-Motorsport. Petrolhead würde man heute, glaube ich, sagen in den Kreisen. Er war auch für alles zu haben, Fahrerlehrgänge im ADAC Südbayern. Da war er schon als junger Kerl, man hat sofort sein Talent erkannt und hat ihn dann eingeladen als Instruktor, egal ob Rallye oder Asphalt. Ja, also da war der gleich mit dabei. Da haben wir in der Sportabteilung, habe ich alles nur am Rande, da war ich im ADAC noch nicht ganz so aktiv, aber wie gesagt, er war Fachberater, er war Instruktor, der ist da mitgefahren. Ja, das Rallye-Fahren, das hat er ja dann eigentlich in dem Sinn nie so richtig verloren. Er ist ja dann in Italien, wo er dann die Wohnung gehabt hat, in Treviso. Da hat er auch irgendwie eine kleine Werkstatt auch gehabt. Und da hat es dann tatsächlich auch noch einen E30 M3 Rallye gegeben, mit dem wo er da unten dann auch noch gefahren ist. Also das Rallye-Fahren hat ihn dann eigentlich nie so richtig loslassen. Und wie wir vorher auch schon gesagt haben, er hat dann auch mal für die Isolde Holderried hat er mal irgendwie so einen Lehrgang gemacht. Und dann hat er mit Andi Wetzersberger anscheinend auch sehr viel zum Tor gehabt. Und also genau, und so, wie gesagt, das Rallye-Fahren, das war ihm immer im Blut irgendwie bei ihm. Genau. Das und auch von der technischen Seite, weil das Rallye-Fahren, also er sehr früh angefangen hat, dieses Federdämpfer-Kombination, auch später dann mit KW und so, mit High Speed und Low Speed. Ich war ja da dankbar, er hat mich da wirklich immer auch mitgenommen und instruiert und so. Und
das hatte aber Jahre vor mir gewusst, ja, und ich hatte auch einen technisch guten Boliden, ja, aber Schorsch konnte das alles umsetzen, er konnte das wirklich nützen, er hat das wirklich ausgefeilt und gerade dieses Rallyefahren und bei uns ist nicht so viel Schotter und auch in Italien ist nicht so viel Schotter dabei, da ist das natürlich, so ein Bergrennen ist eine Rallye-Sonderprüfung. Ja. Ja, und wenn dir das liegt praktisch, ja, so knapp in der Prärie an irgendwas vorbeifahren, dann kannst du auch super Rallye fahren. Ja, das ist klar. Das hat der nie verloren. Ne? Aber er hat ja Racing nie verloren. Ja? Deswegen, ich glaube, wir hätten ihm auch eine Schubkarre geben können, da hätte er auch ein Federbein hingebaut. Ja? Also das hätte er nicht so lassen, sondern er hätte sich immer Gedanken gemacht, wie geht das Ding schneller oder wie geht es leichter. Ja, auch das Ganze mit diese Kunststoffteile, ja, mit Flossmann-Design damals, hat auch Peter Flossmann hat da mit Sicherheit gut prosperiert. Schorsch hat gesagt, wir brauchen beim 02er angefangen, dann beim E21, wir brauchen die und die Radläufe, wir brauchen die und die Nackertasche, wir brauchen die und den Frontspoiler und so. Das kannst du heute noch im Internet auf dem Flossmann seiner Seite wahrscheinlich kaufen. Auch beim E36. Ne? Jetzt kommen wir nochmal zurück. So war der erste Aufschlag Georg Blaser, 88 Wallberg. Ja, ich kann mich da auch noch gut erinnern, 88 Wallberg, dieses War auch ein schönes Wetter, war Bombenwetter. Also da hat alles gepasst. Das war wirklich, also für mich war es so das erste Mal großer Rennsport und auch die Leute kennenlernen. Peter Stürz gefahren, Stürz Petrazza. Das war das Duell bei dem Gesamtsieg. Rostek war da. Genau, Rostek. Viele Sportwegen da, auch unsere Münchner Klientel, Anspahn und Engelhardt und wie sie alle hießen. Ich weiß gar nicht, war Stenger da? Weiß ich gar nicht. Aber da müssen wir mal in Programme. Aber jetzt geht es ja um Georg Blaser. Genau. Jetzt geht es um Georg Blaser. Und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, Georg will immer mehr. Und dann ist natürlich auch klar, irgendwann passt dann der 02er an immer. Aber der ist ja dann, glaube ich, kaputt. 94 in Jugoslawien, da war der Hilger Fredl dabei, das hat mir der Hilger damals noch selber erzählt. Da sind sie irgendwo 40 Kilometer vor Sarajevo gefahren, da haben sie die Bombeneinschläge gehört, haben mir der Hilger verzeiht. Und da hat er aber müssen ziemlich brutal in den Wald eingefahren haben. Also der war quasi Schrott, wobei es ja das Schrottheisel in dem Jahr noch gibt. Gibt es ja immer noch beim leider zu früh verstorbenen Alfred Hilger steht das. Genau. Und dann war er 94, wo man ja dann lang so, wo man recherchiert hat und nie so richtig draufgekommen ist, hat er 94 den 02er kaputt gefahren. Und ist aber im gleichen Jahr dann St. Agatha, soweit ich weiß, war dann sein erstes Rennen mit dem E21. Genau, jetzt müssen wir nur schnell die Brücke noch schlagen, eben diese 02er Jahre. Muss man auch sagen, wenn wir jetzt gesagt haben, Georg will immer mehr und Ding, es ist natürlich nicht bei den südbayerischen Rennen geblieben oder bei den angrenzenden Ländern. Georg Blaser, auch Oeppinger und ein paar so Konkurrenten. Meyer natürlich. Mike Endres. Mike Endres hätten wir jetzt beinahe vergessen. Allgäu, Audi, Treter, logisch. Die sind dann alle Alpen-Donau-Cup gefahren. Das heißt also runter bis nach Ungarn. Und wie du jetzt schon gesagt hast, natürlich dann auch so das eine oder andere in Ex-Jugoslawien. Österreich kam dazu. Die süddeutschen oder südbayerischen Rennen waren dabei. So viel ich mich erinnern kann, Hindelang, Oberjoch natürlich, sowas. Aber keine Schweizer Rennen. Also es war eher der Gürtel vom Allgäu runter bis nach Pécs. Das war Alpen-Donau-Cup und das war so, ich sage jetzt einmal für uns im Alpenvorraum die Europameisterschaft, oder? Für die Alpenländer. Das hat man sehr stark verfolgt damals. Genau. Und da war er auch. Und da sind dann so Leute gefahren, Janosch Todt und wir haben gesprochen, Josef Csakuti. Und ich hatte das Gefühl, wie gesagt,
könnt ihr mich gern korrigieren, der Kontakt, Chakuti hatte damals einen Gruppe 5 M3, Gruppe 5 BMW, E21 eben, diesen berühmten. Und da war der Kontakt gleich geschlossen und da hat es so eine Handelsachse gegeben. Also da hat er so ein bisschen so seine Verbindungen aufgebaut und Autoteile verkauft. Also dieses im Fahrwerksbereich, sage ich jetzt einmal. Er war da Sachs-Partner und Federn, glaube ich, Eibach, habe ich damals gekauft. War da eigentlich, weil mir jetzt gerade noch ein Name eingefallen ist, aber ich weiß nicht, ob der da auch schon so mit dabei war, dieser Theo Frick. Ja. Das war ja auch dann so die Zeit rum, oder? Theo Frick, aber der Theo ist ja, der hat ja ein eigenes Autohaus, hat ja selber viel an Motore geschraubt, auch hat Formel-2-Teile nachgegossen, die immer nicht so gepasst haben. Hat dann ja mit dem E30 schon so Gruppe 5-artige Autos doch genau. in Kunststoff realisiert. Röllinghoff ist so ein Auto mal gefahren. Röllinghoff, ja. Der grüne. Bevor er den M3 gefahren ist, ist der Röllinghoff so eine Frick-Kreation gefahren. Aber aber der ist nur sporadisch aufgetaucht. Die sind keine Saison durchgefahren. Und Georg wollte ja irgendwie Meister. Der wollte Titel haben und so weiter und so fort. Und deswegen, das waren sehr wohl Konkurrenten, aber gegen Georg, da gab es ganz oben nur 2, 3 Leute. Also das muss man dann schon sagen, speziell da Anfang der 90er Jahre. Ja. Ich habe ja dann gewechselt, ich bin ja wirklich bei den Sportwegen geblieben. Man hat sich natürlich ausgetauscht mit dem Schorsch. Habe dann auch mal einen Formel 2 fahren dürfen, Motor, also 2 Liter, das müsste 89 gewesen sein und dann 91 bin ich ja dann mit dem M3 DTM-Motor 2,5 Grad Einbau, wie Faustmann, wie Frenz, wie Stenger und so weiter. Und haben wir ja angeschoben, dadurch, dass ich in München gelebt habe, haben wir auch da diese Cut-Problematik haben wir auch übernommen für BMW. Habe ich viel gemacht in meiner Werkstatt, aber auch in der Preußenstraße mit BMW. Und ja, so waren wir jetzt thematisch, waren wir halt nicht in seiner Klasse unterwegs, aber wenn wir uns getroffen, und ich wollte deutsche Meisterschaft fahren und George Blaser hat dann schon EM geschaut. Gell? Und wie gesagt, du hast ja gesagt, dann 94 der Unfall, dann kam der E21. Ich kann mich sehr wohl erinnern, dass er gemerkt hat, dass das nimmer hinhaut mit dem 0,2er. Irgendwann einmal 2 Liter oder mal vielleicht größer. Dann brauchte mehr und das hat er ja dann sofort hineingebaut. Sequenzielles Getriebe kam oder dieses Hollinger Getriebe aus Australien oder wo die herkamen. Er hatte, so waren unsere technischen Besprechungen weiterhin. Er hatte das Auto schon angefangen, weil ich zum selben Zeitpunkt ja parallel auch so ein Auto gebaut habe. Für meinen Schwager, also bei uns im Verein war eine Karosse übrig, eine E21-Karosse, Manfred Anspan. Lustiger, also irgendwo Alexander Engelhardt, Münchner Berggrenzszene. Ja, wir haben dann noch ein Rennauto und so weiter, alte Zeiten. Das Lustige war, es war aufgebaut, unsere war eine amerikanische Karosserie. Wir hatten am Abschlussblech so eine komische Kante drin für die großen Stoßfänger, Bumpers für die Amerikaner. Aber ansonsten hatten wir dann, und das war schon 94, unterm Jahr eben, oder im Winter davor schon, Gedanken gemacht, E21. Er für den Berg und ich eben für die STT. Da hat es bei der STT dann wie beim Gruppe H Bergcup eine 2-Ventilwertung gehabt. Mein Schwager, Guido Keller aus der damaligen Zeit, war so ein bisschen arbeitslos oder perspektivlos, was seine Karriere angeht. Und wie gesagt, im Verein hat einer gesagt, ihr könnt da billig den 3er BMW haben. Mein Vater war für sowas immer
zu haben. Wir hatten scheinbar wieder Platz in der Werkstatt, kann mich da nicht mehr so genau erinnern. Auf jeden Fall haben wir dann den E21 gemacht mit denselben runden Kotflügel, so wie der Schorsch angetreten ist, mit derselben Spoiler vorne, aber eben mit einem Zweiventiler, den, du hast es vorher gesagt, den dann der Frick gemacht hat, Frick mit URD zusammen, die haben sich da was überlegt, was am Zylinderkopf mit Winkel und Ventile, so wie der Norbert Wimmer mittlerweile seine Zylinderköpfe macht, haben die damals schon auch auf dem Plan gehabt, ja, muss man sich vorstellen. Und ich habe mich intensiv dann ausgetauscht, immer mit dem Georg wegen am Fahrwerk. Der E21 hat ja auch so einen Bananenlenker hinten, also so eine Schräglenker-Hinterachse. Und er hat gesagt, du Martin, hast du auch das Gefühl, wir haben da zu viele Veränderungen, speziell wenn er einfedert oder wenn du das Auto tiefer legst. Zuerst müssen wir ja mal ein Rennauto draus machen. Also die Bodengruppe muss schon mal 5 bis 8 cm tiefer. Was passiert dann mit unseren originalen Anlenkpunkten? Was passiert, wenn wir einlenken? Was passiert mit dem Hilfsträger hinten? Was können wir da machen? Ich habe gesagt, okay, meiner wird ein Zweiventiler, das Auto wird mit Sicherheit nicht so competitive wie dem Georg seins. Muss es auch nicht sein. Aber ja, dann haben wir gesagt, bauen wir jetzt die Anlenkpunkte der Hinterachse komplett an die Bodengruppe dran. Lassen wir den Hilfsrahmen da hinten weg. Das ist so ein, wo auch die Hinterachse dranhängt. Ja. Und ich bin jetzt ehrlich, ich weiß jetzt nicht, zu was er sich zum Schluss umgesetzt hat. Ich habe dann den Lenker oder diese Hilfsrahmenteil so tief wie möglich eingesetzt, aber wir haben brutal viel getüftelt, speziell mit den Anlenkpunkten, mit der Lenkung, Position der Lenkung, weil wenn du einfederst, ändert das ja auch Vorspur zum Beispiel. Und du kannst nicht mit ewig tiefer legen, sondern du musst die Anlenkpunkte dann nachziehen, ja, also im Auto dann anheben. Und ja, da hatten wir einen brutal intensiven Austausch, aber da war auch Georg wieder ganz klar der Redelsführer, ganz klar technisch meinen Gedanken überlegen, muss man ganz ehrlich sagen. Er war schon wieder viel weiter. Ich glaube, er war schon wieder beim E36. ich glaube, er war schon wieder beim nächsten Projekt. Und deswegen konnte er, weil wir da schon im Vorfeld so viel überlegt haben und parallel gebaut haben und praktisch auch bei den Zulieferern immer 2 Teile bestellt haben, konnten wir da viel schneller ins Geschäft und in der Umsetzung gehen. Und ja, war eine gute Sache. Und das hat uns auch nochmal ein bisschen näher zusammengebracht. Aber wie gesagt, irgendwann kam dann doch die Schere, ich Sportwagen, nur Deutschland. Und später dann ja die Rundstreckenmeisterschaft bei Pedrazza, was ich gefahren bin, 96 bis 99. Und er ist ja dann am Berg geblieben und Europameisterschaften, speziell dann mit dem E36 natürlich. Ja, und dann Italien hat natürlich, dann ist Italien gekommen. Dann kam Italien. Und um gleich die komplette Brücke zu schlagen, zu mir kam er dann tatsächlich noch wenn man so sagen darf, zum Schluss eben bei dem Projekt, bei seinem Chat 1344, ich sage, machen wir 135, aber wahrscheinlich war es bloß ein 3,4 Liter. Ich habe ja einen Modellbau für die Kunststoffindustrie und Peter Flossmann kannte ich natürlich auch, haben wir auch immer mal wieder was laminieren lassen und hat er gesagt, Martin, kannst du mir nicht Negativformen für die Kohlefaserlaminate machen. Das 134 Auto BMW war ja schon sehr viel am CAD
Da konnten wir also direkt aus dem CAD arbeiten. Das war ja beim E21 noch nicht. Beim E21, da haben wir mit Zollstöcken vom Boden aus gemessen. Dann haben wir den Anlenkpunkt wieder versetzt. Dann haben wir wieder an der Lenker, an der Radmittelpunkt haben wir geschaut, was passiert. Wandert der Sturzänderung, Nachlaufänderung und Radstandsänderung. Und da haben wir uns mit Magnete haben wir uns da an der Bodengruppe entlang gehandelt. War lustig. Und da war der schon ab E36, da hatte er schon die gute Mannschaft da. Christian. Ja, und auch Konstrukteure hat er an der Hand gehabt. Wie gesagt, da war ich nicht mehr ganz so drin. Da war doch die eine Dame da, wo der Ziekan. Genau, ja, die war dann auch bis zum Schluss mit dabei. Genau, und das waren schon richtig Studierte, ja, die kamen von der Uni und dann, da ist schon viel auf dem Computer konstruiert worden. Und ich mache ja das, ja, die CAD-Daten, das habe ich ja auch bei BMW gelernt und ich setze die um und habe dann im Negativ gemacht, weiß ich jetzt ganz sicher noch, Rathausschalen. Und die ganze Kühler-Zagen-Situation, Entlüftung, Motorhaube und die Airbox. Das ist alles von dir gekommen. Und die Airbox, genau. Das Negative und die Formen, die Laminatformen, Feststoffmodelle, wirklich sauber gefräst, CAD-Stand, Top-Oberfläche, die kamen von mir. Ja. Habe ich jahrelang noch hören müssen von meinem Bruder, der Geschäftsführer ist. Das war ja so ein Groundfounding, ne? Und ich habe es ja für Georg so gemacht, ganz klar, aber mein Bruder wollte immer noch Geld haben. Aber nichtsdestotrotz, ja, schade, er ist ja gestorben. Ja, das ist. Ihr wart ja dann auch manchmal, oder du, in Italien unterwegs. Genau. Trento Bondone, Pedavena. Genau, da war ich tatsächlich einmal vor ihm unten, ja. Trento Bondone. Erich Oeppinger hat gesagt, also beziehungsweise nach 2099 bin ich ja noch die letzte volle Meisterschaftssaison Rundstrecke gefahren. Danach habe ich zu meinem Vater gesagt, komm, du hast die Chance, das professionell zu machen, such dir 2 Fahrer, ich mache dir einen technischen Supervisor, ich fahre mit, aber ich fahre nicht mehr selber. War auch eine familiäre Entscheidung mit meiner Frau. Ich habe 99 geheiratet, wollten dann auch irgendwann ein Haus bauen oder irgendwie halt unsere Zukunft gestalten. Ja, ja. Und da war das auch so ein Schritt, wo ich gesagt habe, ich fahre gern 3, 4, 5 Rennen im Jahr, wenn Zeit ist, aber nicht mehr mit diesem vollen Meisterschaftsdruck auch abliefern zu müssen, Donnerstag bis Montag unterwegs sein müssen, testen und so weiter und so fort. Ich habe eine tolle Zeit gehabt, genau. Und Trento Bondone war ich vor ihm da und das 2 Jahre sogar vor ihm. Ja, zweimal vor ihm. Und ja, habe ihn dann natürlich schon auch angespitzt, aber das war ja nur eine logische Folgerung, dass er dann auch die großen Rennen macht. Ja. Und auch mit seinem Auto, er durfte dann ja auch, Gruppe H hat es ja nicht gegeben. Gruppe H hat es ja nicht gegeben, also 02 und E21 und so, da hätte er gar nicht fahren können. Und dann eben mit diesem E2, mit dieser Umstellung, er hat ja dann beim E36, haben wir ja vorhin noch rekapituliert, hat er eine eigene Klasse erfunden, Freestyle. Auch alles legitim. George Blaser hatte immer einen großen Eingriff, war sehr engagiert, auch was die Gremien angeht, was Bergrennsport in Deutschland angeht, DMSB und vorher ONS und so, hat immer versucht, da einzugreifen. War auch wichtig, sonst hätte nur Stenger Regeln gemacht. Haben wir gut brauchen können, einen aus dem Tourenwagensektor, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, manchmal macht man dann auch für seinen eigenen Vorteil vielleicht mal einen Vorschlag. Ja. Aber ja, genau, dann haben wir ja Freestyle gehabt und später dann natürlich alles dann umgesetzt in E2. Und das war ja dann international. Ja. Und damit war ja dann alles offen, alles wirklich voll legitim. Und ja, da hat er auch abgeliefert. Ja. Also das und dann ist er dann endlich auch nach Italien gegangen
und hat da die Leute begeistert. Das muss man ja auch sagen. Dort hat er eine wahnsinnige Fangemeinschaft. Ja, da hat es ja Fanclubs gegeben und alles. Und genau, also Ja. ich kann mich noch erinnern an meine Schlagzeile, erstes Mal Trentler Bondone. Ich war tatsächlich auf Anhieb unter die ersten 10 und konnte da auf mich aufmerksam machen. Und ich war am Samstag in der Zeitung in Trient eben Incredibile Tedesco. Kann ich jetzt für mich nehmen, 2 Jahre vor, aber Georg Blaser war schon nochmal der größere Incredibile Tedesco, also unwahrscheinlicher Deutscher. Das war ja dann letztendlich 10 Jahre noch, wenn man das so, also in die 2000er rein. Ne? Du warst ja dann Das ist ja da an dem 11. November 2010, warst du auch geladen in die Egener Höfe Ach so, ja, bei der genau. Repräsentation. Und man, da gibt es ja auch von den Hillclimb-Fans, gibt es ja da so in 2 Teilen aufgenommen. Aha. Du schaust so, kennst du das gar nicht? Na, das kenne ich gar nicht. Na, Und- ja, schade. Ja, nein, die haben das ja damals live übertragen, diese Präsentation. Ja, Und da gibt es jetzt 2 YouTube-Videos, also toll. Teil 1, Mhm. Teil 2. Ja, genau. Und ja, da hat er schon so seine Dinge rausgesagt. So, DTM-Auto ist eine bessere Gehhilfe und so. Also er war von seinem Projekt zu 100% überzeugt. Ja. Und das Äh, ist, Ganz klar nochmal, ne? Immer Anspruch, noch ein Traum. genau. Immer weiter. Stillstand ist Zurückschwimmen, ne? Im Fluss. Ja, nicht aufhören. Immer weiter Gedanken machen. Die Technik, egal, aus dem Flugzeugbau, Ja. aus dem Maschinenbau, es wird immer weiter geforscht und getüftelt. Und Georg Blaser war da mit dabei. Ja, genau. Das Egerer Höfe war natürlich ein schöner Abschluss. Waren wir alle eingeladen, die da bei dem Grand Founding mitgemacht haben. Waren alle da. Schnitzer waren da. Dieter Lamm, Charlie Lamm. Avon, Also- der Mann von Avon war da. Alle großen, auch technischen Verkaufsleute waren da. Ach, vom BBS waren sie da. Ja, also er hatte wirklich alle mitgenommen, hatte die großen technischen Player eingeladen und sie sind alle gekommen. Und der Auftritt war ja auch wirklich stark. Wir waren da im Keller, da ist das Auto, das Tuch runtergezogen Ja, worden. ja. Ich hoffe, ich sage jetzt da nichts Falsches, wenn es da ein Video gibt. Und nachher waren wir in dieser Almhütte beim Essen. Und wie gesagt, Dieter Lamm war neben mir gesessen und wir hatten einen wirklich tollen Tisch. Und es waren nur gute Leute da, würde ich mal sagen. Also der konnte die Leute begeistern. Auf der technischen Seite genauso durch seine Fahrkunst die Fans und Zuschauer auf der Strecke. Ja. Gell? Er hat ja auch, das haben wir ja auch komplett, auch er selber hat sich ja auch neu aufgestellt. Das haben wir ja komplett vergessen. Er hat also nicht nur an der Technik gefeilt, irgendwann hat Georg Blaser gespürt, das hat aber Faustmann schon zu uns gesagt, ihr müsst fitter sein. Ja, Weil hat der Drache aufgehört. genau, der hat ja Rehwal oder Riva. Rothändle oder Irgend so ganz scharf. diese bösartigen Teile hat er ja Kette geraucht. Ja. Also so, wenn ich da an 88 denke, Ja. dann getrunken hat er nicht, das nicht, da waren andere stark. Ja, aber ja, dann speziell mit Italien, dann dieses Mountainbiken, dieses Fitness, diese Vorbereitungen auch auf die Saison, wie der dann plötzlich im Frühjahr dann gesagt hat, du, ich muss noch mal ein paar Touren machen, über Alpenüberquerung und solche Sachen. Also er hat ja nicht nur an die technische also Motorsport, Motor und Sport. Er hat also nicht nur die Motorseite immer technisch ausgefeilter, er hat dann tatsächlich auch gespannt, das wird noch besser, Wenn er körperlich körperlich fit ist. und wenn er praktisch diese ganzen Strapazen, und er hatte ja Strapazen mit hin und her immer und selber, und du hast ja als Bergrennfahrer immer bloß 2 Mechaniker dabei und so, und da bleibt schon viel auch beim Fahrer hängen. Aber nichtsdestotrotz, da hat er sich ja komplett umgestellt, auch optisch.
Optisch, ja. Muss man ja auch sagen. Weg von seiner Riesenbrille und seine Schöne Kurzhaarschnitt. Und dann hat er ja auch dann immer braun gebrannt. Dann diese Sonnenbrille in Italien. Dann, der hat fit ausgeschaut. Plötzlich und früher, ja mal so ein besserer Kfz-Mechaniker, wenn ich da zurückdenke an die Anfänge. Gell? Also das hat ihn schon noch was. Und das hat ihm mit Sicherheit auch wieder geholfen im Standing gegenüber Partner, die er ja kaufmännisch irgendwo vertreten hat. Ja? Also er ist ja dann speziell da mit KW intensiver geworden und auch da der technische Austausch und so weiter und so fort. Also ja, das ist toll, so eine Wandlung von so einem Menschen. Er hat natürlich Ja, auch das ist ja Wahnsinn. sehr viel gemacht bei uns in der Region, also Holzkirchen, Tegernseer Tal und so, mit Sponsoren. Da hat er auch einiges gehabt, unter anderem Hans Hollenburger. Gut, das war aber ganz, ganz früher. Genau, Der gute alte Hans. Und also er war dann auch schon bei uns schon sehr, der Holzkirchener Merkur oder generell der Merkur hat auch sehr viele Berichte geschrieben über ihn. Ja, auch so ein Einfluss auf mich. Ja, hat er gesagt, du Martin, das war auch dann 91, dann wie ich mein neues Auto hatte mit dem DTM-Motor. Er hat gesagt, Martin, okay, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich habe ein gutes Elternhaus gehabt. Da sagt der Martin, du musst der Presse, hast du eigentlich eine Pressemappe? So, Pressemappe. Sag ich, ja du, das mache ich jedes Jahr. So kriege ich meine Sponsoren. Wie meinst du eigentlich, wie ich mir das leisten könnte, hat der Georg zu mir gesagt. Ja, dann hat er gesagt, schau, ich zeige dir. Und auch da immer offen, ne? Weil er war ja schon wieder 2 Jahre weiter. Er konnte mir ja das Aktuelle zeigen, weil er war schon wieder weiter. Und da hat er gesagt, schau ja, so musst du das machen und so. Und ich habe meine ersten Pressemappen noch. Und sie sind mehr oder minder eine Kopie von Georg Blaser seine Pressemappe. Gell? Natürlich mit meinen Bildern, mit meinen Ergebnislisten oder mit meine Zeitungsberichte. Nein, da war er auch da, natürlich. Regional, komplett vernetzt, bis nach München rein. Ja, er hat ja dann die Marstaller gehabt, das ist der Kofferfabrik. Ja. Dann die Eibel-Pralinen, Pralinen. die sind jetzt bei uns auch, haben eine Fabrik verkauft. Der gute alte Eibel ist gestorben. Hm? War jetzt dieses Jahr sogar schon. Also jetzt erst kürzlich. Ja. Und wie gesagt, der Hans Hollenburger natürlich auch gar nicht. Jetzt aber noch. Den gibt es noch, mit seinen 90 Jahren. Genau. Den besuche ich jetzt dann auch bald einmal. Das ist Der hat mich mal wieder kontaktiert, Ja. wegen einer DVD, wo wir mal gemacht haben. Und ja, da hocken wir uns auch mal zusammen. Der hat auch noch Porsche Turbo, Ferrari F40 und sonst was hat er noch rumstehen. Ja, der Motorsport-Virus hat uns da schon. Ja. Bei einigen und in Südbayern ist das schon ganz, ganz tief verwurzelt. Ja, und Genau. genau. Aber nur, dass man auch da wieder das tiefe technische Verständnis eines Georg Blasers versteht. Und wenn es auch bloß dieser Bergrennsport war, was ja so ein bisschen als Amateurrennsport immer wieder dargestellt wird. Aber Blaser war ja, wie gesagt, Profi, hat damit sein Geld verdienen können zum Schluss. Das war alles in Ordnung. Aber zum Beispiel auch, wir waren wahrscheinlich wieder so Abendessen gehen, die Südbayern treffen sich irgendwie zusammen. Mein Vater hat gesagt, kommt alle mit dem Bus, wir fahren dahin. Waren wir mal Trier. Da ist er dann schon konstant Deutsche Meisterschaft gefahren und Alpen-Donau-Cup und EM und so. Und da sitzen wir abends zusammen, Georg und ich, sagt er, du Martin, hast du dir eigentlich schon mal überlegt, was im Hänger passiert mit unseren Rennautos? Sage ich, naja, die werden da hoffentlich ganz gut drin hängen und nicht locker werden. Mir ist nämlich tatsächlich mal, ich habe mal so einen Rennsportwagen nicht ordentlich an und dann habe ich ausgepackt, angeheftet und habe ihn ausgepackt und war die Fronthaube kaputt, weil der hin und her, es geht die Ladeklappe gesaust und solche Sachen. Erich Oeppinger hat mal einen Unfall gehabt mit dem Hänger Richtung Würzburg auf Unterfangen oder Hausen hin. Auf jeden Fall, nein, das wollte er gar nicht wissen. Er hat gesagt, du, unsere Rennautos, das sind ja ganz spezielle Autos und die Fahrwerke, alles so diffizil und teuer und so. Aber du, die machen auch die 1000 Kilometer mit. Die Federn im Hänger, federn die ganze Zeit mit.
da müssen wir uns mal was einfallen lassen. Wir müssen immer die Fahrwerke ein- und ausbauen oder wir müssen Blocker reinbauen, damit die Stoßdämpfer wirklich dann auch funktionieren. Nicht, dass wir irgendwann einmal so ein Stoßdämpferproblem haben. Natürlich hast du ja immer Ersatzstoßdämpfer, aber bis du das merkst, ich hatte das tatsächlich mal. Ich hatte ein Stoßdämpferproblem auf der Hinterachse und habe lange gebraucht, warum das Ding immer so liegt wie vorher. Also bis wir endlich kommen, jetzt tun wir die Stoßdämpfer. Und dann waren die tatsächlich einer durch, einer kaputt. Das kann passieren, da sind O-Ringe drin, gerade jetzt mit die ganzen Ventile, Highspeed und Lowspeed. Aber das Beste war, so in sich gekehrt, Georg Blaser, du Martin, hast du dir Gedanken gemacht? Und er hat sich immer Gedanken gemacht. Das ist Wahnsinn. Wir haben es ja schon mal angesprochen, war dann ja in Treviso unten und ich habe ihn immer besucht, Peter Wehner, sofern es mir ausging. Das lag immer ganz gut, wenn wir in Italien im Sommerurlaub waren. Das war immer August, September, Anfang September oder so. Und manchmal lag das gut. Oder Ilirska, Bistrica, das ist auch immer so. Und das ist auch nicht weit rüber nach Slowenien und so. Und dann habe ich gesagt, also ich besuche die immer und so. Und einmal war es tatsächlich so, ich war in Venedig. Und im Urlaub, Punta Sabione, also seitlich davon. Und Georg Blaser sagt, ja, bei mir läuft alles soweit gut und hin und her. Und du Martin, ich fahre jetzt mit dir mit. Wir tun heute Abend gemeinsam Abendessen. Ich fahre zu dir mit in das Campingdorf. Wir gehen heute Abend zum Italiener, magst? Sag ich, ja, du, ist eine super Ehre für mich. Du fährst jetzt da noch 50 Kilometer hinter Treviso weiter und so. Sagt er, nein, das gefällt mir jetzt mit dir und passt schon. Das Auto ist präpariert für den Sonntag. Ich fahre mit dir heute Abend mit zum Abendessen. Und war meine Familie, also Frau und meine Kinder, müssen da schon dabei gewesen sein, aber meine Frau war mit dabei. Und meine Frau natürlich auch immer, wir haben es ja gesagt, der Georg Blaser immer Vollgas, immer Ding. Und meine Frau fand es schon auch immer manchmal strange auf Bergrennen. War nicht unberechtigt. Ne? Es sind viele Leute gestorben, es ist viel passiert, ist nicht ungefährlich. Auf jeden Fall, wir waren beim Abendessen und Georg Blaser, hat er gesagt, ja, Mama, fahre ich von München aus oder von Holzkirchen aus, da fahre ich nach Treviso übers Land. Da kannst du da Belluno runterfahren, so eine Alpenschnellstraße, Superstrada über Cortina d'Ampezzo. Du fährst da Bruneck rein und dann geht es eben Cortina, wo wir jetzt Olympia hatten, und da gehst du so durch so einen Naturpark und super Straßen. Dann wieder Rallye-Sonderprüfung und Bergrennen. Ja? Und dann hat er gesagt, ja, Mama, klebe ich mir das Verkehrsschild ab. Dann sind wir heimgegangen, also Georg Blaser fährt heim nach Treviso, Abendessen vorbei. Meine Frau, wir gehen zu unserem Bungalow, sagt sie, Martin, wir kleben keine Verkehrszeichen ab. Und so war auch früher so. Wenn wir Trento Bondone trainiert haben und so, da sind die Italiener, sind mit der Gruppe A-Boliden auf der Straße mit den Hängerkennzeichen hochgefahren. Und so hat halt Georg Blaser, war halt die Idee, wenn ich mal über das Gesetz fahre in Belluno, naja, dann klebe ich mir hinten das Kennzeichen. Ja. Aber ja, da gibt es ja so ähnliche Anekdoten, da gibt es ja sehr, sehr viele. Immer im Training. Ich habe gestern zum Beispiel auch erst so eine Anekdote gehört von einem guten Bekannten von ihm. Wenn du vom Achenpass runterfährst Richtung Greit, Glashütte, da ist Geschwindigkeitsmessung, da ist 70. Und da ist halt der so gefahren, so schnell, dass der bei 199 aufgehört hat. Und da hat er sich jetzt mal drüber gefreut, weil er jetzt mal über 200 gefahren ist. Weil er das geschafft hat, genau. Nicht belangt zu werden, weil er viel zu schnell für die Messung war. Ja, genau. Und die sind natürlich schon Ja. so Geschichten und Anekdoten zu schmunzeln. Also, aber das war er halt. Ja, Das war er halt. Fahrer vor dem Herrn. Also wirklich die Grenze ausloten und auch einmal, nicht Mainstream. Absolut nicht Mainstream. Ja, aber natürlich ein
toller Typ, als bei uns, war ein bisschen jünger, gerade eben dieses 80er, 90er Jahre, ganz toll. Und ja, und wenn ich jetzt zurückschaue, 2005, glaube ich, bin ich in Mickhausen das letzte Mal gefahren. Und da waren wir dann abends bei der Siegerehrung auch wieder lang zusammengesessen und haben natürlich philosophiert. Und dann hat er zu mir gesagt, Martin, das ärgert mich jetzt schon. Du fährst nur noch 3 Mal im Jahr, aber du bist immer noch vor mir. Es war ja sein größter Anspruch, aufs Gesamttreppchen zu fahren und die Sportwegen zu schlagen mit seinen Tourenwagen-Prototypen, so, wenn man so bezeichnen darf. Und das war sein größter Antrieb. Das hat er mir in die Anfang der 90er Jahren schon gesagt, ich schlage euch mal mit den Tourenwagen. Und das war 2005 letztendlich auch noch so. Ne? Und ja, klar, ich habe es leicht gehabt. Mein Auto war ja viel leichter wie seine. Gut. Ja, Martin, dann sagen wir mal vielen Dank. War sehr, sehr nett, sehr interessant. Wieder einige so kleine Geschichten, Anekdoten gehört. Gerne. Das habe ich natürlich gerne gemacht. Ich meine, wie gesagt, wir haben es ja jetzt irgendwie in der letzten Stunde schon so einkreisen können. Die Schnittmengen waren sehr groß und es war schon, kann man Idol sagen, oder es war schon ein außerordentlicher Fahrer in unseren Kreisen, in der Bergrennsportszene, an dem man es schon hinaufschauen kann. Anfangs war das für mich schon ein Faustmann, aber der war mir dann immer zu spröde, als Bayer auch. Und dann war es schon der Georg immer so der technische Anker. Muss man echt sagen. Also man könnte wahrscheinlich so 2-3 Stunden zusammensitzen und weiterreden, aber Nee, wir wollen jetzt auch weiterhin deine Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen. ich habe das. Du hast ja heute noch, glaube ich, eine Tour ins Allgäu vor Genau. mit deiner Familie. Bin wieder für Motorsport und Genau. ADAC unterwegs. Okay. Gar kein Thema. Okay, Gerne. alles klar. Gut, Gerne. danke immer wieder. nochmal und alles Gute. Danke. Gerne.